Hallo, mein Name ist Magdalena, ich bin Pianistin und Klavierpädagogin. In diesem Video möchte ich kurz über die richtige Fingerhaltung bei Anfängern am Klavier sprechen. Natürlich gibt es noch viel mehr zu beachten, trotzdem stelle ich immer wieder fest, dass die richtige Fingerhaltung bei Anfängern oft das größte Problem oder die größten Schwierigkeiten darstellt. Deswegen widme ich dieses Video speziell eben der richtigen Fingerhaltung. Viel Spaß beim Zuhören! Wenn man sich die verschiedensten großen Pianisten näher anschaut, stellt man vielleicht fest, dass sie ihre Finger sehr unterschiedlich am Klavier positionieren. Manche spielen mit stark angewinkelten Fingern und dann andere, wie zum Beispiel Wladimir Horowitz, schlagen die Taste erstaunlich flach an. Das ist auch alles völlig in Ordnung so, jede Hand ist auch anders. Trotzdem haben alle Pianisten eines gemeinsam: Sie spielen alle mit stabilen, gestützten Fingern. Gerade bei schnellen Passagen, die wir natürlich möglichst gleichmäßig spielen wollen, ist es notwendig, dass die Finger beim Anschlagen der Tasten nicht nachgeben. Idealerweise bleiben sowohl diese Stelle als auch diese Stelle beim Anschlagen der Taste stabil und gestützt. Falsch ist es, wenn beim Anschlagen der Taste der Finger nachgibt und durchknickt. Natürlich kann es später bei lyrischen, langsamen Passagen oder auch bei weiten Griffen durchaus Sinn machen, die Finger etwas flacher anzuschlagen. Der Schritt von stark angewinkelten Fingern zu etwas flacheren Fingern fällt aber allen Schülern ziemlich leicht. Andersherum, wenn der Schüler sich schon eine ganze Weile angewöhnt hat, mit durchgeknickten Fingern zu spielen, ist die Umstellung auf stabile, gestützte Finger oft sehr mühsam und frustrierend. Wenn wir aber mit durchgeknickten Fingern spielen, schaffen wir es nie, eine Passage richtig gleichmäßig zu spielen. Und dann kommen wir über ein gewisses Niveau nicht heraus beim Klavierspielen. Gerade im Anfängerunterricht sollte also meiner Meinung nach auf die richtige Fingerhaltung allergrößten Wert gelegt werden. Dabei kann es helfen, wenn der Lehrer oder bei Kindern vielleicht auch Mama oder Papa mal beim Anschlagen der Taste, die Taste bleibt gedrückt, mal die einzelnen Fingergelenke drückt. Natürlich nicht zu viel Kraft anwenden, nur ganz leicht. Und wenn der Finger stabil bleibt, bedeutet das, dass er ausreichend gestützt ist. Wenn der Finger aber dann durchknickt, ist eben nicht genug Stütze da. Das heißt, das kann man mit jedem Finger ausprobieren, außer natürlich den Daumen. Wichtig dabei ist noch, dass eben Handgelenk, Arm und Schulter entspannt bleiben, aber das ist wieder ein anderes Thema. Wenn es bei Schülern mit den runden Fingern noch nicht so recht klappt, empfehle ich, langsamer zu spielen. Also spielt wirklich nur so langsam, wie dass die Finger wirklich noch rund angeschlagen werden. Und es macht vielleicht auch Sinn, erstmal noch weiter die Hände einzeln zu üben. Also wirklich erst zusammenfügen, wenn einzeln mit runden und stabilen Fingern klappt. Langfristig erreicht ihr dann ein viel höheres Niveau, als wenn ihr nicht von Anfang an auf die runden gestützten Finger achtet. Wenn es euch oder euer Kind frustriert, die ganze Zeit auf die stabilen Finger achten zu müssen, könnt ihr natürlich auch ab und zu ein Auge zudrücken. Zum Beispiel zwischendurch auch einfach mal, ohne an die runden Finger zu denken, einfach zum Spaß spielen und die Musik genießen. Deswegen spielen wir auch überhaupt Musik. Es soll ja Spaß machen. Trotzdem solltet ihr eure Nerven und eure Geduld langfristig dahingehend trainieren, dass ihr wirklich durchgängig auf die runden, stabilen Finger achten könnt. Und es vielleicht auch irgendwann automatisch macht, dass ihr eure Finger rund anschlägt. Das ist das Ziel. Manche Schüler können das sofort umsetzen und für andere ist es ein jahrelanger Prozess. Bei Kindern kann man das Ganze auch ein bisschen spielerisch verpacken, zum Beispiel sagen, dass man mit Katzen oder Hundekrallen spielen soll oder so. Bleibt jedenfalls dran. Mit viel Geduld und Durchhaltevermögen schafft es jeder irgendwann. Ich wünsche euch also ganz viel Geduld und Spaß beim Erlernen der richtigen Fingerhaltung.
Tschüss und bis bald!